glaube mal, dass das Thema Lebensmittelabfall ist gar nicht so ein Marschall hat, ob das jetzt einfach im Gasthaus oder im Restaurant ein Thema ist. Es ist in jedem Bereich, wo Lebensmittel verarbeitet wird, ein Thema. Und in erster Linie ist unser Ansatz eigentlich, dass es über die Wertschätzung des Lebensmittels geht, dass man hier ein neues Bewusstsein einführt. In erster Linie muss man natürlich anfangen bei sich selbst und dann bei seinem Team, dass man hier quasi eine Wertschätzung für alle Lebensmittel generiert. Das ist meistens der Schlüssel zu einer besseren Verwertung der Lebensmittel. Mir ist es ein großes Anliegen, weil es auch tatsächlich unnötig ist. Ja, also es gibt ja mittlerweile auch schon einige Startups, die sich mit diesem Thema beschäftigen, aber ich finde es einfach wichtig und es kann jedes Unternehmen und auch jeder Einzelne etwas dafür oder eben auch dagegen tun. Schon sehr, sehr wichtig. Die Lebensmittel sind unser Grundstock von Arbeiten. Unser tägliches Handwerk ist mit Lebensmitteln. Na, ich glaube, jeder, der sich mehr so mit Lebensmitteln auseinandersetzt, der weiß natürlich, dass das ein sehr entscheidendes und wichtiges Thema ist. Und in jeder Küche ist es natürlich ein zentrales Thema, wie man mit diesen, sage ich mal, Side-Dingen ein bisschen umgeht. Wenn ich an meine Kindheit denke, wäre ich eigentlich nie auf die Idee gekommen oder wären wir nie auf die Idee gekommen, Lebensmittel wegzuwerfen. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Bei uns, wir haben ein Haus mit Garten gehabt. Bei uns wurde Gemüse selbst angebaut. Und wie ich noch ganz klein war, hat es sogar die Ziegen gegeben, 2 Ziegen, ein Schwein, einen Hasen. Und bei uns wurde alles verwertet, was bei uns am Haus gelebt hat und was bei uns am Haus gewachsen ist. Bei uns im Hotel ist es so, wir sehen ja auch aus den Lebensmittelabfällen etwas. Ja? Also nämlich nicht die wir produzieren, sondern die auch unsere Gäste produzieren, indem sie sich zum Beispiel beim Buffet einfach zu viel auf den Teller nehmen und das dann nicht essen. Da haben wir auch ein paar Maßnahmen getroffen und für die Hoteliervereinigung oder für alle Hotels in Österreich sehe ich es einfach als einen unglaublichen Multiplikator, weil man da ganz viel tun kann, wenn wir sehen, was täglich in Hotels oder auch in Restaurants an Lebensmitteln übrig bleiben, ist es tatsächlich ein Thema. Ich denke mal schon, dass es in den letzten 3, 4 Jahren wesentlich präsenter geworden ist. Es gibt ja auch viele Initiativen dazu, zu denen man eingeladen wird. Man hört viel, man liest viel zu dem Thema und es beschäftigt sich die Gastronomie, die Gemeinschaftsverpflegung, aber auch der Handel versucht sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und hat sich in den letzten Jahren an Interesse zugenommen. Also ich muss eines dazu sagen, für mich privat ist das Haltbarkeitsdatum eigentlich ein Best-Before-Use-Datum. Ja? Und so halte ich es auch privat. Im Hotel können wir das nicht machen. Abgelaufene Lebensmittel sind abgelaufene Lebensmittel. Aber unsere Mitarbeiterinnen sind halt die sehen das, beobachten das auch, haben ja auch gelernt, in der Lagerhaltung bei den Kühlschränken alles so einzuschlichten, dass das, was am Schluss gekauft wird, ganz nach hinten kommt und nicht als erstes vorne steht. Ja, also das ist zum Beispiel ein Grundthema. Ja. Wir schmeißen nicht vorne alles in den Kühlschrank ein und hinten wird alles immer älter, sondern als letztes gekauft, ganz nach hinten in den Kühlschrank. Und dann ist es so, es gibt einfach auch, die haben draußen Zettel drauf, wo sie sagen, geöffnet an, damit man genau weiß, wann wurde dieses Lebensmittel geöffnet. Es muss auch sofort wieder aufgebraucht werden. Und Achtung, da ist etwas, das läuft in 3 oder 4 Tagen ab. Aus dem machen wir noch schnell ganz was anderes, geben es als Special auf das Buffet und damit wird es anders verwendet. Doppelt oder dreifach ist es dann aber dafür in einer anderen Form, also Stichwort Joghurt zum Beispiel, ja, dann haben wir einen Plain Joghurt und dann machen wir aber selber ein Früchtejoghurt auch noch, nämlich ein frisches Früchtejoghurt, indem wir halt das Plain Joghurt dafür verwenden, ein paar Früchte hineinschneiden und es als frisches Früchtejoghurt aufs Buffet als Special geben, das ist an dem Tag sofort weg und es ist dann einfach kein, bei uns heißt das knockertes Joghurt, also kein Plain Joghurt abgelaufen. Ja. Also das ist überhaupt ein sehr sensibles Thema. Wir sind natürlich laut Lebensmittelgesetz angehalten, uns genau strikt nach diesen Daten zu halten. Fakt ist allerdings, dass wir bei sehr vielen Dingen genau diese Themen überschreiten oder an ihre Grenzen gehen, nämlich einzig und allein aus der Qualität und aus dem Geschmack heraus. Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass bei allen Fleischsorten wir eigentlich beim Haltbarkeitsdatum, Ende Haltbarkeitsdatum sind und bei Käse teilweise darüber. Erst dann entwickelt sich eine Reife und ein Geschmack, wo wir glauben, das ist Qualität, die es lohnt, auch dem Gast weiterzugeben. Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeden Fall ein Thema, ein sehr schwieriges Thema. Vom Gesetz her, Lebensmittelinspektor schaut sicher auch nach von Lebensmittelhaltbarkeit, wobei gewisse Milchprodukte Haltbarkeitsdatum haben, die ja bei Weitem überzogen werden können und sicher nichts passiert. Also da muss man schon ein bisschen eine Sicherheit entwickeln und sagen, okay, auch wenn das Datum nicht in Ordnung ist, kann man das trotz allem noch verwenden. Grundsätzlich nicht. Ich meine, es gibt einmal dieses Verbrauchsdatum, das ist natürlich sehr wichtig, dass ich sage, kritische Lebensmittel müssen natürlich verarbeitet werden und dürfen nach dieser Frist nicht mehr verwendet werden. Ich denke mal, ein guter Koch kennt, ob ein Lebensmittel genießbar ist oder nicht genießbar und deshalb ist das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich von dem her für den Koch wahrscheinlich kein Thema. Man sollte sich einmal das Lebensmittel anschauen. Schaut es noch gut aus? Man soll es vielleicht auch angreifen. Ich sage jetzt einmal, wenn der Pfirsich schon sehr weich ist, dann können wir dem Patienten natürlich nicht mehr zum Mittagessen reichen. Man kann auch riechen. Wenn das noch alles einwandfrei ist, kann man auch schmecken. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Lebensmittel ja alle ein sehr langes Haltbarkeitsdatum haben, wir geringe Lager. Das heißt, es gibt da eigentlich kaum Lebensmittel, wo man sagt, jetzt wäre dieses Haltbarkeitsdatum überschritten. Natürlich, wenn es überschritten wäre, würden wir es dem Patienten nicht mehr anbieten. Wir können aber auch, Patienten sind auch sehr heikel und wollen vielleicht Produkte, die gerade am Haltbarkeitsdatum sind, wollen sie nicht mehr haben, aber wir können sie in der Küche ohne weiteres verwenden. Ich denke da an Joghurt oder so, das können wir auch zum Fruchtjoghurt zum Beispiel verarbeiten. Also wir würden es nicht entsorgen. Ganz simpel ist Brot zum Beispiel. Ja. Also wir trennen Brot natürlich wir haben einen großen Brotwagen, eine sehr große Brotauswahl. Und natürlich ist es, gibt es immer einen Mitarbeiterkorb, wo Brot den ganzen Tag genommen werden kann. Genau diese Teile, die quasi vom Mittag über sind, wo der halbe Brotleib schon angeschnitten ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite trennen wir es nachher in Weiß- und Schwarzbrot. Weißbrot wird als Brösel verarbeitet und kommt in die Panier quasi wieder. Dunkles Brot wird bei uns aufgeschnitten und getrocknet und wird dann an die Tiere am Busch verfüttert. Das ist ein Thema. Ich sage mal, Gemüse, Fleisch, Fisch gibt es sehr wenig Abfälle, wenn man das so möchte. Da wir sehr viele Fonds und Soßen kochen, da wird der Geschmack extrahiert. Wir trocknen auch vieles, auch bei Fischinnereien stellen wir unsere eigenen Fischsoßen her. Das heißt, wir verwenden also alle Zuschnitte, Innereien von der Milz, Herz, Leber der Fische, quasi um unsere eigene Fischsoße anzusetzen. Aber nicht nur quasi, wie man sich das eine Suppe oder einen Fond vorstellt, sondern es wird quasi ein Garum, ein Würzmittel erzeugt, wo nur Salz und Innereien quasi bei 40 Grad über 3 Wochen fermentiert wird. Und dann erhält man ein sehr intensives Würzmittel. Und so versuchen wir jedes Teil unserer Lebensmittel auch letztendlich einem Geschmack herauszuziehen. Und letztendlich vermeiden wir natürlich auch Lebensmittelabfälle. Wir wissen erst relativ kurzfristig, wie viel Essen wir für das heutige Mittagessen brauchen und deswegen versuchen wir relativ kurzfristig zu kochen. Es gibt natürlich Speisen, die brauchen eine längere Vorbereitungszeit, aber ich denke an Beilagen wie Kartoffeln, Reis, Nudeln, die können sehr kurzfristig zubereitet werden und da kann ich wirklich bis zum Schluss warten und genau die richtige Menge kochen und dann wird mir natürlich auch nichts übrig bleiben. Es ist auch so, wenn einmal etwas übrig bleibt, kann man es durchaus noch verwerten, nämlich jene Lebensmittel, die gekocht sind, aber noch nicht aus der Küche hinausgegangen sind, können abgekühlt werden und bei einer nächsten Mahlzeit verwendet werden. Zum Beispiel, wenn es heute am Abend einen Wurstsalat gibt und wir haben zu viel zubereitet, kann dieser Wurstsalat ohne weiteres am nächsten Tag beim Salatbuffet für die Mitarbeiter zum Beispiel ausgegeben werden. Oder es bleibt ein Joghurt-Dip übrig, das könnte zu Dressing verarbeitet werden. Ganz gut gefällt mir auch eine Idee von unseren Mitarbeitern, und zwar gibt es jeden Tag am Abend eine Milchspeise für unsere Patienten. Unsere Patienten und Patientinnen essen gerne Grießkoch, Milchreis, Pudding. Da bleibt auch am Abend immer etwas übrig. Das heißt, es ist nicht zum Patienten gekommen und wir machen dann am nächsten Tag
einen Milchreis mit Früchten drauf und auch das essen unsere Mitarbeiter im Mitarbeiterrestaurant sehr gerne. Buffets zum Beispiel sind Sachen, wo der Gast sich erwartet, dass viel dort steht, dass man wieder hingehen kann und endlos Speisen zur Verfügung stehen. Da ist bei uns schon so, dass bei Buffets, bei Geburtstagsfeiern, das Buffet betreut wird, dass hinter Personen stehen, die darauf achten oder schauen, dass nicht Unmengen überbleiben, sondern wirklich schön nachproduziert wird und nicht von Haus auf schon Riesenbuffets hingestellt werden. Wir haben etwas umgesetzt, das sich auch herausgestellt hat, als es hat funktioniert, sagen wir so. Ja. Wir lassen die Gäste sich viel öfter die Lebensmittel auch selber schneiden. In der Sekunde, wo er es schneidet, geht er achtsamer mit dem Essen um und dann schneidet er sich wirklich auch nur das, von dem er glaubt, dass er es essen wird. Also Thema Schnittkäse zum Beispiel. Ja. Oder wir haben auch mehr Hartwürste, wo man sich selber auch immer ein bisschen was runterschneidet und nicht immer nur alles vorschneiden. Also wir versuchen hier, sage ich mal, mit unseren Mitarbeitern zu unseren Produzenten und Lieferanten hinzufahren, um hier ein Bewusstsein zu schaffen und eine Wertschätzung für die Lebensmittel zu generieren. Weil wenn man natürlich weiß, mit wie viel Hingabe und Liebe und Zeit ein Lebensmittel erzeugt wird, dann ist man auch in der Verwendung und viel achtsamer, als wenn man es quasi nur aus dem Regal nimmt. In der Praxis schaut das dann natürlich so aus, dass unsere Mitarbeiter angehalten sind, nach den Rezepturen zu kochen. Wenn wir merken, dass Rezepturen vielleicht zu groß sind, dass wir diese auch dann immer wieder reduzieren, dass die Mitarbeiter nicht mehr zubereiten, als wirklich gefordert ist. Und natürlich auch mit Stichproben wird auch kontrolliert, ob dies auch umgesetzt und eingehalten wird. Also bei uns ist es natürlich so, dass unsere Mitarbeiterinnen hier auch sehr stark drauf schauen. Ja, also die haben auch lernen müssen. Unsere Lieferanten kommen ohne dies zweimal in der Woche. Ja? Und wir kaufen jetzt nicht mehr für die nächsten 2 Wochen ein, sondern wir kaufen für die nächsten 3 Tage ein, weil er kommt ja eh wieder. Ja? Also auch diese Angst, oh um Gottes Willen, es könnte mir etwas ausgehen. Ja? Da wurde die Schulung einfach gemacht, wenn dir das eine ausgeht, dafür kannst du dir aber vielleicht etwas anderes als Alternative hereinholen. Für den Gast ist es ja schön, wenn es auch viel mehr Abwechslung gibt. Und seit das in den Köpfen unserer Mitarbeiterinnen drinnen ist, ist es nicht mehr so eine Katastrophe, wenn was ausgeht, ja? Sondern ganz im Gegenteil. Sie haben auch gelernt, dann selber wo anzurufen und zu sagen, bitte können Sie mir dafür etwas anderes bringen. Und sie sehen es mittlerweile als Vorteil und sie sehen es mittlerweile auch als etwas Positives, wenn es Abwechslung gibt. Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Hotels, ja, da auch ein bisschen dazu erziehen, mitzudenken bei dem. Ja. Wir kaufen nicht für die nächsten 2 Wochen ein, weil es wird definitiv schlecht und wir schmeißen auch kein Essen weg. Und ich muss schon sagen, das ist auch bei uns im Unternehmen schon etwas, glaube ich, dass viele Mitarbeiterinnen dann auch mit nach Hause genommen haben und auch ihre Kinder in diese Richtung erziehen. Ich glaube, das ist jetzt grundlegend ja auch ein Thema, das irgendwie in der Mitte der Gesellschaft aufgeschlagen ist. Ja? Also ob das jetzt die Aktion United Against Waste ist oder wie auch immer, aber de facto ist es so, der Gast sagt, okay gut, wenn ich etwas nicht mehr essen kann, vielleicht kann ich es mitnehmen. Ich gebe mir weniger auf den Teller, weil das wird sonst nachher weggeschmissen. Ich glaube, diese Achtsamkeit ist ja in vielen Themen spürbar und die Menschen denken einfach darüber nach. Also ich sehe es bei unseren Gästen schon, seit das ganze Buffet in Bio ist und seitdem es eben auch dieses Selbstmitarbeiten ein bisschen unter Anführungszeichen gibt, sind die Stückzahlen gesunken, obwohl unsere Gästezahlen gestiegen sind. Und das ist einfach ein Indiz dafür, dass diese Maßnahme gegriffen hat. Ich glaube, das Thema ist in der Vermeidung von einem fertig gekochten Essen, das vom Gast zurückkommt, dass hier die Portionsgrößen und Mengen abgestimmt sind auf die heutige Zeit und auf die Ernährungsgewohnheiten der Menschen. Man muss schon ein bisschen Rücksicht nehmen darauf, wie viel die Leute bestellen. Vielleicht muss man auch ein bisschen die Gänge danach anpassen. Es gibt Menschen, die wollen einfach sehr viel kosten. Das heißt, wir nehmen uns hier in den Portionen zurück.
Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die natürlich auch von der Körpergröße vielleicht ein paar Kilo mehr haben als eine zarte Frau, wo wir automatisiert nicht eine Portionsgröße produzieren, sondern bewusst für diese Menschengruppen etwas größer kochen, ohne dass wir mehr dafür verlangen. Aber es geht ja darum, dass einerseits der Gast zufrieden und glücklich ist, auf der anderen Seite wollen wir keine Überportionen machen, wo eine zarte junge Dame vielleicht mit einer Portion kämpft und dann das Hälfte wieder zurückschickt. Das heißt, diese Sensibilisierung ist natürlich wichtig und da gibt es immer eine Verbindung zwischen dem Service und der Küche, dass man hier auch individuell eingreifen kann. Dadurch wir ein ländliches Gasthaus sind, haben wir doch immer große Portionen. Das ist am Land irgendwo so noch üblich und da wird schon versucht, den Gast hinzuweisen, dass wir große Portionen haben, dass auch kleine Portionen möglich sind. Da wird das Personal schon darauf aufmerksam gemacht, dass das auch gemacht wird und auch bei Buffets oder für Feiern wird schon auch angeboten, dass man auch das in die Karte reinschreibt, dass eben kleine Portionen möglich sind. Es ist natürlich so, wir sind ein Krankenhaus, wo man nie genau weiß, wie viele Patienten werden aufgenommen, wie viele Patienten können etwas essen. Und da ist es schon wichtig, dass wir auch unsere Mitarbeiter auf den Stationen schulen, wie die richtige Essensbestellung funktioniert. Grundsätzlich ist es ja so, dass es auch Empfehlungen gibt, wie viel Essen unsere Patienten zu sich nehmen sollen, also die Qualität natürlich, aber auch natürlich die Quantität. Nur es lässt sich nicht jeder Patient in dieses Schema pressen und man muss doch den Patienten auch individuell sehen. Manche Patienten haben aufgrund ihrer Tagesverfassung weniger Appetit, sie können vielleicht nicht alles essen. Ich denke mir nur an ältere Menschen, die ein schlecht sitzendes Gebiss haben, die können vielleicht keinen Apfel essen. Und wenn wir ihnen da entgegenkommen und sagen, den Apfel schicken wir ihnen natürlich nicht, sie kriegen dann vielleicht ein anderes Dessert, das sie auch wirklich gut und gern essen können, dann können wir so schon Lebensmittel, die ansonsten entsorgt werden, kann vermieden werden. Ich glaube wirklich, der Schlüssel, um dieses Thema anzugehen, liegt bei der Wertschätzung für das Produkt. Das ist der wirklich, also bei der Bildung natürlich, ganz klar, in Jungen, aber der wirkliche Schlüssel liegt bei der Wertschätzung. Ja? Man kann über Mechanismen, Regulatoren nicht das erreichen, wie jemand, der einen Apfel aus dem eigenen Garten, wo der Baum gepflanzt hat, runternimmt. Den wird er nicht vergammeln lassen, den wird er nicht liegen lassen. Das ist der Hauptschlüssel Wertschätzung für Lebensmittel. Ja. Preis genauso. Ja. Wie wichtig es ist, ein Händler um 2,50 wird niemals die Wertschätzung haben wie ein Händler um 25 Euro.